Hallo Leute, das erste Mal außerhalb von meinem Zimmer. Ich bin in Wien und heute ist der Global Day of Action, der 26. Juni. Und gleich wird Simon euch noch ein bisschen was darüber erzählen. Ich nehme heute ein bisschen als Anlass dazu, mal zu zeigen, wer bei der SSDP schon aktiv ist und warum es eine gute Idee ist, selbst aktiv zu werden. Und ich zeige euch, was wir heute so gemacht haben. Und genau, meine Freunde werden gleich schon auf verschiedene Themen eingehen und dass das alles viel leichter ist, als man sich das vielleicht vorstellt. Hi, ich bin Simon, bin 23 Jahre alt und was mich dazu bewegt hat, bei SSDP mitzumachen und mich für eine menschlichere Drogenpolitik einzusetzen, ist, dass, also ich studiere Psychologie zum Hintergrund und ich glaube, dass bei der Bewältigung von psychischen Krankheiten psychedelische Substanzen sehr großes Potenzial haben. Und ich glaube, dass Prohibition unsere Gesellschaften auf jeden Fall daran hindert, dieses Potenzial wahrzunehmen. Und ich glaube, dass auf jeden Fall Bedarf nach effektiveren neuen Behandlungsmethoden besteht. Genau. Ja, außerdem finde ich, es ist eine super schöne Community und es macht auf jeden Fall auch Spaß, sich im Rahmen von SSDP zu engagieren. Jetzt gerade sind wir hier am Donaukanal in Wien. Es ist wunderschön hier. My name is Orshi. I started the SSDP chapter in Vienna a couple of years ago. I was studying at the University of Vienna. I was doing my master's and I really wanted to write my thesis about psychedelic science and how stigma around psychedelics is hampering the progress of science. So I was looking for people who I can exchange ideas with, or we can do something about the stigma in itself, and then I found SSDP. I've also met my closest friends right now through the organization. So that's my story. Also ich bin die Caro und ich bin deshalb bei SSDP beigetreten, weil ich mich sehr intensiv mit dem Drogenkrieg beschäftigt habe und erkannt habe, wie viel Rassismus und wie viel Stigma dahinter steckt. Und dann durch mein Psychologiestudium habe ich auch noch erkannt, wie viel Potenzial gewisse Substanzen haben können, gewisse psychedelische Substanzen. Und deshalb bin ich hier beigetreten, weil ich finde, es gehört ein Dialog geschaffen, es gehören Gesetze geändert und ja. Ist ja nicht schlimm, nur dass man halt weiß, wir können jetzt einfach weiter. Und der Anlass dafür ist eben der Global Day of Action von der Kampagne Support Don't Punish, der ins Leben gerufen wurde als Reaktion auf den International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, der wiederum von der UNO ins Leben gerufen wurde 1989 war es? Ja, sowas. Und hat ein bisschen darauf abzielt, die Erfolge des Drogenkriegs zu feiern. Also das ist ein Tag, an dem die Staaten verkünden, wie viel Kilogramm von welchem Rauschgift sie konfisziert haben, wie viele Leute verhaftet wurden. In China werden beispielsweise öffentlich Drogen verbrannt. Auf den Philippinen wurden Leute hingerichtet an diesem Tag. Aber man muss gar nicht so in diese Extreme gehen. Es ist auch hier erkennbar, dass Prohibition jetzt nicht unbedingt die beste Möglichkeit ist, um gegen Drogenhandel, zum Beispiel gegen internationalen Drogenhandel vorzugehen oder auch gegen Drogenkonsum. Genau, also in Österreich, es ist zwar nicht so dramatisch wie jetzt beispielsweise in Südostasien, auf den Philippinen zum Beispiel oder auch in Saudi-Arabien, aber dennoch
könnte man auch hier mit einer liberaleren Drogenpolitik wesentlich mehr erreichen. Im Jahr 2016 das Suchtmittelgesetz verschärft und zwar ausgeweitet auf Drogenkonsum im öffentlichen Raum. Das hatte als Konsequenz eine sehr, sehr große Polizeiaktion, die sogenannte Aktion Scharf, zur Folge, die im Endeffekt sehr viel gekostet hat und nur bewirkt hat, dass der Drogenkonsum sich verlagert hat. Und wir von Support Don't Punish glauben eben, dass man mit dem Aufwand auch Sinnvolleres bewirken könnte. Einfach für mehr Unterstützung für die Leute, die es brauchen. Genau. Und deswegen sind wir heute hier und machen Graffitis im Donaukanal. Wir haben auch Sticker hier, die Caro vorbereitet hat. Und hoffen, dass wir ein paar Leute für das Thema sensibilisieren können. So I think campaigns like today is really important for the people who are impacted by policies to take the narrative and talk for themselves. So this day, for example, has been a global day of action against drug trafficking and drug crimes, which was just an excuse for governments to really come down on people who actually need help and not punishment. And so today is one of the, I think, most successful campaigns that is run by us, by the people who use drugs. Heutzutage it's super easy to be an activist, especially with social media all over and influencing all parts of our lives. Like, look at the Black Lives Matter movement. I think that what you can do as an individual, like a lone wannabe activist, is take part in all sorts of things. Like, all these social justice issues are connected, and if you are aware how they are connected, you can show up to a Black Lives movement and talk about how the origins of the drug wars are just to get rid of people of color, and the same in other non-American countries as well. Or you can show up to a feminist demonstration and talk about how women are disproportionately affected by drug policies and how so many families grow up without parents just because they made some minor offense that leaves the kids traumatized and that leads to more inequality. So I think that to be a drug policy activist, you don't have to really focus on drugs. It is something that affects all parts of social policy and our lives. Yeah. So cool. Also ich habe auf der WU studiert auch und habe eine Bachelorarbeit geschrieben über die Auswirkungen der Cannabis-Legalisierung in den USA mit dem Fokus auf die Gefängnisindustrie und mit einem großen Fokus auf die rassistischen Ursprünge des Drogenkriegs und wie viel Geld in dieser Lobby auch schon steckt und wie viel da geändert gehört, wie viel Rassismus und wie viel Stigma dahinter steckt. Dass das alles nur politische Strategien waren, um Stimmen zu gewinnen. Dass die Illegalisierung der Drogen nichts mit deren wissenschaftlichen Wirkungen zu tun haben, sondern viel, viel mehr dahinter steckt und vor allem Rassismus. Jeder kann aktiv werden, indem er einfach mal mit Leuten darüber redet. Mit seinen Freunden, mit seinen Bekannten, vielleicht auch mit seinen Familienmitgliedern. Alle mögliche. Also es betrifft uns alle was. Das ist, würde ich sagen, das Wichtigste. Einen Dialog schaffen
und dann natürlich sich halt mit dem Thema auseinandersetzt. Es gibt viel Informationen mittlerweile schon. So Leute, das war Wien vor 2 Tagen. Ich hatte echt eine super Zeit, es war gut anstrengend und super cool und schön, alle mal wieder zu sehen und gemeinsam dafür zu sorgen, dass das Thema sichtbarer wird. Und ich hoffe, dass die Graffitis und die Sticker das erreichen werden. Simon hat es schon angesprochen, es gibt hier diese Sticker, diese und diese. Und wenn ihr Interesse daran habt, dann schreibt mir gerne. Genau, die anderen sind schon voll gut darauf eingegangen, dass es halt echt eine coole Sache ist, aktiv zu werden, gerade mit dem Thema und gerade auch mit den Verbindungen zu anderen Bewegungen. Es gibt so viele Überschneidungspunkte und dass auch ein besserer Umgang mit Drogen unglaublich wichtig ist, wenn wir in einer faireren Welt leben wollen in Zukunft und dass wir alle gefragt sind, um das zu erreichen. Ich weiß, mit den Schneideskills und sowas habe ich noch einiges zu tun. Ich habe nur ein iPad, wo ich das alles mache, deswegen bitte verzeiht es mir. Genau, und das Lied, mit dem ich das hier unterlegt habe, das ist von einer guten Freundin. Die Credits sind natürlich unten. Oh. Ich hoffe, das Video konnte ein bisschen was bei euch anstoßen und euch vielleicht auch ein bisschen motivieren, selbst mal über das Thema zu sprechen. Ja, bis zum nächsten Mal.